Moin und willkommen bei Planeo. Ich bin der André und wir sind hier immer noch in unserem kleinen, schnuckeligen Bad, wo wir hier schon die ganze Wand mit unserem Cerarock belegt haben. Und wie in dem Video angesprochen, könnt ihr mal schauen, irgendwo verlinken wir euch das hier, kümmern wir uns jetzt hier um den Fußboden. Hier kommt ein Klebevinyl rein. Der Untergrund ist jetzt ziemlich uneben und kruckelig. Das müssen wir gleich richtig schön ausgleichen. Ja, wir zeigen euch so ein bisschen, worauf müsst ihr achten. Untergrundvorbereitung und dass wir das nachher für Klebevinyl hier topfit haben. Der Untergrund ist hier ein Estrich. Ja, wenn man das hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht auf der Kamera, aber das sieht teilweise echt heftig aus, wie das hier uneben ist. Ne? Da haben wir ganz schöne Huckel und sowas drin. Und das müssen wir alles hundertprozentig ausgleichen, weil gerade bei Klebevinyl hat man halt so 2 bis 3 mm Stärke, ein sehr dünner Belag und da wird man nachher alles drunter sehen. Jeden Huckel wird man nachher spüren und sehen. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal grundieren. Normalerweise für euch zu Hause, das wird jetzt hier nicht gemacht, aber wenn ihr das bei euch vorhabt, in der Regel ist es so, wir haben hier eine Dusche in diesem kleinen Badezimmer und sobald wir eine Dusche oder eine Badewanne verbaut haben, ist es eigentlich so, dass hier die Feuchtigkeitsklasse W1 herrscht in diesem Raum. Das würde bedeuten, normalerweise müsste auch der Untergrund komplett mit Bahnenabdichtung abgedichtet werden. Und da verzichtet man hier drauf. Aber für euch, für die Garantie oder wenn mal was ist und Versicherung ist da irgendwie im Spiel, dann denkt da dran, ne? Dichtet das lieber ab. Dann geht ihr auf Nummer sicher auf jeden Fall. Ja, wir werden jetzt den ersten Schritt machen. Wir machen sauber. Dann werden wir alles schön grundieren. Und dann werden wir es ja einmal richtig schön dick ausnivellieren, dass es schön glatt ist. Und dann sehen wir uns wieder. Zum Thema Grundierung wollte ich noch eben sagen, ich werde hier unsere 070 Grundierung verwenden. Die ist sehr, sehr gut für saugende und nicht saugende Untergründe. Da das hier ein Estrich ist, ist es ein saugender Untergrund. Dafür ist sie top. Die hat auch nochmal so einen kleinen Quarzsandanteil. Das heißt, die ist oben nachher richtig schön griffig. Also grundieren macht das am besten mit einer Kurzflorwalze. 6 bis 8 mm irgendwie, 10 geht auch. Dass ihr das auch schön auftragen könnt. Versucht auch überall schön Grundierung hinzubekommen. Wenn ihr nicht genau wisst, welchen Untergrund ihr jetzt genau habt und was ihr jetzt für eine Grundierung braucht, ist auch alles gar kein Problem. Nutzt unseren WhatsApp-Service. Haben wir oben unten. Ist das verlinkt oder sonst auch in der Videobeschreibung einfach draufdrücken. Dann kommt ihr direkt zu WhatsApp und da helfen wir euch gerne weiter. Wir werden jetzt hier mit unserer 977 einmal überspachteln. Richtig schön dick. Und bis 10 mm kann ich die 977 auftragen, ohne dass die nachher irgendwie reißt oder dass da Gefahr besteht. Und hier werden wir wahrscheinlich die 10 mm auch brauchen. Hier ist vor. Wenn es getrocknet ist, dann ist das hervorragend. Ja, als ersten Schritt ist natürlich erstmal die Mitte zu ermitteln. Ja, halt die Mitte finden. Ne? Weil wir wollen ja nachher bei unserem Fischgrät links und rechts immer den gleichen Abstand haben. Damit das auch schön symmetrisch aussieht. Symmetrie sieht immer gut aus. Und deswegen nehmen wir uns erstmal genau die Mitte. Das haben wir hier schon gemacht, oder ich beziehungsweise sind wir hier auf knapp 87,3 sind das. Habe ich mir hier einmal von oben nach unten einen Strich gezogen. Dann habe ich mir schon mal so 2, 3 Reihen von den Planken schon mal so als Fischgrät hingelegt und habe mir jetzt da auch die Mitte genommen. Da müsst ihr halt immer so ein bisschen schauen. Ich habe jetzt hier leider schon Tape drüber, aber man hat einmal hier, da ist eine Ecke von diesem Boden und hier ist die andere Ecke von diesem Boden. Das heißt, ihr guckt halt immer, wo sind hier eure Ecken. Das heißt, ihr kriegt hier nachher 2 Linien raus, wenn ihr diese Ecken dann immer verbindet. Und die Hälfte von diesen beiden Linien, und das ist nachher auch euer Mittelpunkt, davon nehmt ihr euch die Mitte, zieht euch einen Strich von oben nach unten. Hier einmal den Mittelpunkt. Ihr habt hier nachher den Mittelpunkt. Und dann braucht ihr euch das nur so hinschieben, dass hier der Strich und hier der Strich nachher schön durchgehen. Und dann geht das so weiter. Ne? Dann braucht ihr nachher nur noch runterlegen und dann sieht das gut aus. Hatte mir das hier schon alles hingelegt, habe das einmal mit dem Bleistift umrandet, dass ich jetzt weiß, okay, mit meinem Kleber darf ich hier halt gleich nicht über diese Linie gehen. Ne? Bleibt lieber hier so ein bisschen zurück mit dem Kleber, bis hier meinetwegen,
So ein bisschen quillt er ja hier auch noch in diese Richtung. Aber dass er möglichst nicht hier rüber quillt. So, ja, das machen wir erstmal. Ich mache noch mal einmal ganz kurz ein bisschen sauber und dann kleben wir das rein. Quetsch. Quetschst du hier und quetschst du da. So, zum Verkleben nehmen wir unseren 643 Vinylkleber. Da wir ja hier eine Nivelliermasse haben, ist das auch gar kein Problem. Das heißt, die Nivelliermasse ist ein saugender Untergrund und der Kleber ist auch für saugende Untergründe. Ich würde sowieso generell empfehlen, wenn ihr Vinyl klebt, immer zu grundieren und zu spachteln. Oh, ein bisschen mehr auf die Kelle nehmen hier. Ihr müsst auch so ein bisschen drauf achten, der Kleber muss halt so ein bisschen ablüften. Aber je nach Klima kann das mal länger dauern, wenn es bei euch, keine Ahnung, ihr macht das jetzt im Winter oder so oder im Frühling, Heizung ist noch nicht an. Dann kann es halt mal sein, dass der Kleber vielleicht schon so 20 Minuten braucht, bis der vernünftig abgelüftet ist. Macht ihr das bei euch im Hochsommer bei 35 Grad im Schatten, da kann das sein, dass ihr hier vorne einklebt und da ist der schon angezogen. Da muss man mal so ein bisschen drauf achten und macht immer Stück für Stück die Zahnung auch beim Auftragen möglichst immer schön senkrecht halten, dass ihr auch die ganze Zahnung mitnehmt. Das ist eine A2-Zahnung, für Vinyl perfekt. Hier solche Klebernester, wo so Wulsten sind, am besten wegnehmen. Das war jetzt noch eine kleine, die ist nicht so schlimm. Aber versucht das so ein bisschen zu vermeiden. Ihr könnt die Kelle übrigens auch nach dem Kleben direkt unter warmem Wasser einfach sauber machen. Solange der Kleber hier feucht ist, geht der wunderbar ab. Wenn der erstmal hart ist, der ist zwar auch wasserlöslich, irgendwann wird er sich wieder aufweichen, aber das dauert halt ewig. Deswegen, wenn ihr sagt, okay, ich mache diesen Part heute, dann mache ich eine Pause, mache morgen weiter oder so, direkt abwaschen und dann ist gut. Und dann könnt ihr morgen direkt wieder starten. Ja, jetzt warten wir mal eben, bis das hier ein bisschen abgelüftet ist. Und dann geht's weiter. Ja, zum Ablüften noch mal ganz kurz. Beim ersten Mal sieht man das generell natürlich an der Farbe von dem Kleber. Wenn man den aufträgt, ist der hier so schön ja, karamellcremig, weiß, bisschen cremig. Ja. Und wenn der ablüftet, dann wird der dunkler. Wenn er ganz trocken ist, dann hat er so ein dunkles Gelb. Und wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Weil je nach Klima kann es ja unterschiedlich sein. Wie prüft man das jetzt? Wenn der noch zu frisch ist, ihr geht mit dem Finger leicht über diese Rillen und wenn sich das vermischt, so wie hier haben sich die einzelnen Rillen miteinander vermischt, dann ist er noch viel zu frisch. Dann ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ihr hier rüber streicht und ihr seht, da hat sich schon so eine leichte Haut gebildet, und die einzelnen Rillen vermischen sich nicht mehr, sondern ja, die ziehen ja hier zwar so ein bisschen rüber, aber es vermischt sich nichts. Und dann ist das der richtige Zeitpunkt, dass der Kleber soweit abgelüftet ist, dass man ihn halt reinkleben kann. Und soweit sind wir jetzt. Das eben habe ich schon vorher mal gemacht, um euch das zu zeigen. Aber jetzt sieht man auch schon so ein bisschen, wenn man von weiter weg guckt, das ist so leicht gelblicher schon geworden. Ja, und das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt die Fläche reinzulegen. Das jetzt hier, dieser Strich, der muss natürlich genau passen, ne, dass das hier schön einmal überein ist. Und auch hier, wo der Strich hier aufhört, das muss auch passen. Wir müssen natürlich auch kontrollieren, ob da jetzt auch keine Fugen sind und so was. Ne? Und wenn man das jetzt hier hat zum Beispiel, das ist beim Fischgrät, ist das absolut tödlich. Das heißt, das drückt ihr euch hier noch ein bisschen hin. Hier oben ist jetzt natürlich auch wichtig, dass wir da schön gerade kommen. Entweder habt ihr noch ein Reststück oder ihr könnt das auch so ein bisschen ranhalten. Auf jeden Fall, das muss halt hier richtig schön gerade bündig sein. Aber da sieht man mal, wie schnell das auch geht, dass man hier was verschoben hat. Deswegen, und gerade zu Anfang ist es halt auch da wichtig, dass man wirklich ablüften lässt, weil dann der Kleber auch richtig gut hält. Wenn der Kleber noch zu frisch ist, dann drückt ihr und schiebt ihr, aber das hält halt nicht richtig. Und dann drückt ihr immer wieder und schiebt immer wieder und das hält halt immer noch nicht richtig. Lasst den Kleber gut ablüften, dann halten die ersten Reihen auch schon richtig gut. Zum Thema Anwalzen. Es kommt nämlich in meinen anderen Videos manchmal nicht so richtig rüber. Und da wollte ich mal drauf eingehen, weil wir auch Kommentare da mal wieder zu kriegen. Normalerweise ist es richtig, ein Klebevinyl mit einer Walze, mindestens 35 Kilo. 50 geht auch, aber meistens 35 Kilo, die Fläche dann einmal anzuwalzen, damit das komplette Vinyl
vollflächig einmal in den Kleber gedrückt wird und auch überall mit Kleber benetzt ist. Also so soll man es machen und so ist es richtig. Deswegen, wenn ihr das bei euch macht, macht das so, walzt das an, dann bleibt ihr auch in der Garantie, wenn mal irgendwas ist. Was ich noch sagen möchte als letztes, und dann machen wir hier erstmal nämlich eine Pause, hier und auch hier auf der anderen Seite, da drückt halt der Kleber so ein bisschen raus. Ihr könnt euch natürlich mit dem Reststück erst einmal so vorsichtig, dass ihr das nicht wieder verschiebt, aber einmal so ein bisschen grob lang gehen, dass der Kleber erstmal weg ist. Oder mit einem Cuttermesser oder so ähnliches. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, ist mit einer geraden Kante, die ihr habt, hier wirklich schön, ich will jetzt nicht sagen schleifen, aber ihr seht ja hier, das ist alles dieser Kleber, dass ihr hier an dieser geraden Kante einmal richtig schön lang geht. Weil es bringt euch nichts, wenn dieser Kleber, wenn ihr den wegmacht, hier so ein bisschen, aber da quasi übertrieben gesehen wie beim Silikon so eine kleine Rundung bleibt. Das seht ihr nachher, wenn ihr hier wieder ansetzt mit dem neuen Kleber und der neuen Planke, dann könnt ihr hier halt einen Höhenunterschied haben. Und ja, das muss ja nicht sein, ne? Das kann man verhindern, indem man einfach die Kante jetzt richtig, richtig schön, auch scharfkantig, richtig schön sauber macht. Und dazu hilft halt so eine Planke, gerade Kante und dann einfach wie so eine Art Schleifklotz benutzen. Ist das hier richtig schön scharfkantig sauber und man kann da nachher mit dem Kleber ganz normal wieder in den Kleber rangehen, einkleben und die Diele reinkleben. Was ich noch mal eben sagen wollte, habe ich im letzten Video gesagt, gab es so coole Kommentare. Manchmal ist hier so ein Pfeil hinten drauf. Und da habe ich gesagt, ey, passt immer auf diese Laufrichtung, dass ihr das auch in Pfeilrichtung verlegt. Dann kamen Kommentare wie, ja, das macht der Hersteller dann nur für sich, das ist fürs Verlegen unwichtig. Keine Ahnung, wie oft ihr schon verlegt habt, weiß ich nicht. Fakt ist aber, in manchen Verlegeanleitungen steht sogar drin, auf diesen Pfeil zu achten, ganz witzig. Und warum, letztendlich komplett egal, warum der da drauf ist oder warum der Hersteller den darauf macht. Aber es ist nun mal so und das würde man merken, wenn man selber mehr verlegt. Irgendwann hat man das mal, dass die Köpfe nicht immer so hundertprozentig gerade sind im rechten Winkel. Und dann ist das eine extreme Hilfe mit diesem Pfeil hier hinten. Denn wenn ich ein Trapez habe, was immer so geschnitten ist, übertrieben gesehen, und ich würde jetzt aber eine Planke umdrehen, dann wäre es ja so rum, dann hätte ich hier so ein riesen Dreieck an Fuge. Dadurch, dass ich aber dieses Trapez durch die Laufrichtung immer beibehalte, ist halt die Fuge zu und es sieht gut aus. Also letztendlich, warum auch immer dieser Pfeil da drauf ist, juckt der eigentlich keinen. Haltet euch einfach dran, dass der immer in der gleichen Richtung guckt. Dann habt ihr bei schief geschnittenen Köpfen halt das trotzdem zu. Ganz einfach, ne? Ja, das wollte ich nur noch mal eben sagen. Ich werde mir jetzt hier einfach ein paar Reihen schon mal wieder vorbereiten. Und ich habe den hier auch schon zugeschnitten, einfach dafür, dass ich dann als nächstes einkleben kann und auch direkt alles reinlegen kann, nachdem der Kleber abgelüftet ist und ich nicht im Kleberbett hier jetzt noch irgendwas zuschneiden muss. Ne? Das ist, ich meine, das geht auch, kann man auch machen. Der Profi macht das meistens auch so. Aber ja, warum schwer, wenn es auch einfach geht, sage ich mal. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schneidet euch das vorher zu und ihr könnt ganz in Ruhe Kleber auftragen, reinlegen, fertig. Beim Fischgräten müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, weil durch dieses Zickzackmuster können sich kleine Fugen oder Fehler sehr schnell summieren. Und hier denkt ihr, ist ja nur eine ganz kleine Fuge, aber 5 Reihen später kann das halt schon sein, dass da auf einmal 1 Millimeter Luft ist.
Ja, ein bisschen Zeit ist verstrichen. Wir sind hier soweit fertig. Der Kunde hat auch schon seinen Spiegel aufgehängt, Duschkabine und alles. Wände sehen natürlich schön aus, aber auch gerade der Fußboden sieht wunderbar aus. In der Kombination mit diesem Fischgrät und dann dieses Schlichte an der Wand. Das finde ich persönlich wirklich gut. Und auch die Kombination von den Farben, das passt hier wunderbar. Und ja, ich würde sagen, aus einem alten Bad wieder was Schönes gemacht und das eigentlich im Handumdrehen. Es war gar nicht mal so viel Arbeit. Wenn ihr sehen wollt, wie wir die Wandverkleidung hier angebracht haben, einfach mal hier oben rechts, links gucken. Da verlinken wir euch das andere Video, wie wir hier die Wände gemacht haben. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bestellt euch mal ein paar Muster, guckt mal bei euch, wie ihr euer Bad vielleicht auch umgestalten könnt. Vielleicht auch genauso, wie es hier im Video ist. Das sieht wirklich gut aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.